Stimmen über die zukünftige Führung von Linie Zähler. Willst du mir einen zweiten Geschäftsführer vor die Nase setzen? Und hier zieht's überall. Wir sind nass und unterkühlt. Wir müssen irgendwie die Nacht überstehen, ohne dass die Körpertemperatur sinkt. Körperwärme hilft. Und mit dem neuen Geschäftsführer werde ich auch fertig. Nicht, wenn ich ihn auf meine Seite ziehe. Das ist wohl eher unwahrscheinlich. Auf gute Zusammenarbeit. Hat sich angefühlt, als hätte er zur Musik getanzt. Ganz schön wild. Das kann er nur von dir haben. Vielleicht bekommen wir auch ein Mädchen. Wieder einer von diesen Träumen. Was hätten wir denn machen sollen? Es war minus 10 Grad gestern. Ja, ihr hattet gar keine andere Wahl. Ihr musstet eure nackten Körper aneinander reiben. Ja klar, dann wären wir besser erfroren. Wäre euch das lieber gewesen, ne? Nein, natürlich nicht. Also ich brauche jetzt erstmal was Heißes zu trinken. Ja, und da habe ich genau das Richtige für euch. Eine neue Eigenkreation. Ein bisschen Ingwer, Orangen, Limetten, Minze. Das Ganze alles aufgebrüht. Und jetzt kommt der Clou. Noch ein bisschen frische Maca-Wurzel. Was für eine Wurzel? Maca, das ist ein peruanisches Wunderzeug. Das ist genau das Richtige für euch nach einer Nacht im Wald. Stärkt das Immunsystem, die Abwehrkräfte und vor allem die Libido. Scheißegal, Hauptsache es wärmt. Ja, ihr sollt das aber nicht einfach nur probieren, ihr müsst richtig probieren. Möchte ich als neues Special fürs No Limits haben. Sebastian, langsam wird's albern. Du könntest ruhig mal zurückrufen. Wir müssen reden. Emma vermisst dich und ich. Meld dich, ja? Haben wir eine Besprechung? Nein, im Büro war die Luft so schlecht. Sie werden es eh erfahren. Es gibt auf der Führungsebene personelle Veränderungen. Schon wieder? Ist Frau von Anstetten jetzt endgültig aus der Firma ausgeschieden? Leider nicht. Nein, es wird eine zweite Geschäftsführerin geben, neben mir. Und wen? Elisabeth von Lahnstein. Will sie kreative Mitsprache? Nur bei meiner Leiche. In dieser Firma überrascht mich nichts mehr. Sonja, ich gehe mal davon aus, Sie stehen im Kontakt mit meinem Mann? Er hat sich gestern mal gemeldet. Seiner Tochter Christina geht es wohl immer noch nicht so gut. Sie haben es ja vielleicht mitbekommen, wir machen zurzeit ein bisschen schwierige Zeiten durch und er zieht es gerade vor, meine Anrufe zu ignorieren. Ein Kopf aus Beton. So war er schon zu Schulzeiten. Vielleicht könnten Sie ihm bitte ausrichten, dass er sich melden soll? Das ist ein Befehl, ich bin Ihre Chefin. Ich würde Sie nicht bitten, wenn es nicht wirklich wichtig wäre. Okay. Ich schaue, was ich machen kann.
dich doch noch gar nicht geöffnet. Hallo. Hallo, Frau von Landstein. Hallo. Ja, wir beide sind hier, um uns bei Ihnen zu bedanken. Ohne Ihre Hilfe, da wären wir jetzt so gut wie im Knast. Arno hat uns alles erzählt. Dass sie die Speicherkarte gefunden haben mit dem Film. Ja, und deswegen danke, dass Sie uns nicht verraten haben. Entführung. Mit vorgehaltener Waffe. Was habt ihr euch dabei gedacht? Tanja hat Timos Vater umgebracht. Ach ja, könnt ihr das beweisen? Eben. Und da habt ihr euch gedacht, dann nehmen wir die Sache mal selber in die Hand. Das ist Selbstjustiz. Seid ihr wahnsinnig? Sollen die vertrocknen? Nein, Danke. Setzt euch doch. Wir wollten eigentlich noch zu unserer Oma. Ist sie heute gar nicht hier? Nein, die ist nicht hier. Und die wird auch in Zukunft nicht mehr hier in diesem Büro sein. Eure Oma hat ihre Firmenanteile an Tanja von Lahnstein abgetreten und die Geschäftsführung niedergelegt. Ja, ihr entschuldigt mich, ich habe wirklich noch zu tun. ja, natürlich. Und nochmal vielen Dank für alles. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Dankeschön. Ihr findet ja alleine raus, ne? Ja. Entschuldige mal bitte, aber Clarissa hat das niemals freiwillig gemacht. Du glaubst, sie wurde erpresst? Die Entführung? Deswegen ist Tanja nicht zur Polizei gegangen. Clarissa opfert ihre Firma, damit Tanja uns nicht anzeigt. Komm mal her. Es war eine Extremsituation. Wir hatten einfach Schiss, dass wir die Nacht im Wald nicht überstehen. Ja, ich bin eifersüchtig. Mann, du und Jessica. Nachts, halbnackt unter einer Decke in Lebensgefahr. Das ist so verdammt romantisch. Was habt ihr denn die ganze Zeit gemacht? Das lag da. Wir haben uns gegenseitig Märchen vorgelesen, damit wir nicht einschlafen. Märchen? Jetzt bin ich noch eifersüchtiger. Sie hatte so ein Prinzessin-Ding. Die Turmprinzessin. Warte mal. Ich wette, der rettende Held hieß Ritter Daniel. Das war total abgefahren, aber wieso finde ich das jetzt nicht? Also das ist hier definitiv nicht drin. Gott, ich glaube, jemand hat das Fenster offen gelassen. Es sind mindestens minus 12 Grad. Und wenn wir uns jetzt nicht sofort ausziehen, dann müssen wir sterben. Oh, dann komm her. Ein Espresso, bitte. Den bringe ich Ihnen sofort. Warum nicht gleich ein Likörchen? Arbeiten müssen Sie doch nicht mehr. Charlie lässt hier wirklich jeden rein. Ganz im Gegensatz zu Tanja, die drängt jeden raus. Sie haben mich ja wirklich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, jemand, der so weit unten war wie Sie, will da nie wieder hin. Da, wo ich bin, ist immer oben. Was hat Tanja gegen Sie in der Hand? Lieber Sebastian, ich hoffe, dass es Christina inzwischen wieder besser geht. Ich kann gut verstehen, dass du bei ihr sein willst und denke viel an euch. Vor allem aber schulde ich dir eine Erklärung für mein Verhalten. Ich hatte meine Gründe, dir die Entführung zu verschweigen. Hey, Sebastian, schön, dass du zurückrufst. Was gibt's? Es tut mir leid, Was tut dir leid? dass ich dich angelogen habe. Ich kann es dir erklären. Nicht nötig. Ich weiß schon Bescheid. Elisabeth hat mir eine sehr aufschlussreiche Mail geschickt.
Tja, was soll ich sagen? Selbst schuld. Wenn Sie nicht zu Ludwig übergelaufen wären, müssten Sie sich jetzt nicht mit seiner Frau rumärgern. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ausgerechnet Elisabeth mir Kopfschmerzen bereitet. Na, wie auch immer. Ich krieg schon raus, was hier läuft. Stimmt so. Viel Erfolg. Sebastian, jetzt hör mir doch mal zu. Clarissa hat... Nein, du hörst mir zu. Ich bin fast durchgedreht vor Sorge um dich und ich wusste nicht mehr, wo ich dich noch suchen soll. Verdammt nochmal, ich hatte Angst, dass ich dich nie wiedersehe. Dabei hast du deine eigene Entführung eiskalt ausgenutzt. Ich hatte meine Gründe. Ja, deine Gründe. Aber ich dachte, darüber wären wir hinaus, Tanja. Und dass es endlich nicht mehr nur um dich geht, sondern um uns. Das tut es auch. Hey, du kennst mich doch. Tue ich das? Ich verstehe nicht mehr, was du tust und warum du es tust. Was heißt das? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob uns überhaupt noch irgendwas verbindet. Dann bleib doch einfach da, wo du bist. Alles in Ordnung? War ja nur ein Traum. Es kann so nicht weitergehen. Das macht dich doch völlig fertig. Dann verstehst du also, wieso ich diese Schwangerschaft abbrechen möchte? Es könnte sein, dass das Kind von mir ist. Du hast doch immer gesagt, dass du keine Kinder willst. Ich weiß auch, dass ich das immer gesagt habe, aber jetzt, wo du schwanger bist, vielleicht ist es ja ein Zeichen dafür, dass wir beide die Chance haben auf ein ganz neues Leben. Tristan, du willst glauben, dass dieses Kind von dir ist, weil es dann ein Happy End für uns beide geben würde. Aber das Leben ist kein Musical. Es gibt die Möglichkeit, einen pränatalen Vaterschaftstest zu machen. Mir läuft aber die Zeit davon. Mir bleiben doch nur noch ein paar Tage für den Abbruch. Ich bin mir sicher, dass man das Ganze irgendwie beschleunigen kann. Nach allem, was mir in den letzten Monaten passiert ist, kann ich mich jetzt nicht auf eine Schwangerschaft einlassen und mich schon gar nicht auf ein Baby freuen. Glaubst du nicht, dass sich das ändern würde, wenn du wüsstest, wer der Vater ist? Momentan nicht. Ich werde dir keinen Vorwurf machen, egal was du tust. Aber bevor du dich entscheidest, gib uns beiden und dem Baby eine Chance. Ich würde ja am liebsten hier bleiben, aber ich muss ins Auktionshaus. Um die Sache mit dem Transportschaden muss ich mich persönlich kümmern. Mach dir keine Sorgen, ich komme klar. Ach, und Anni kommt gleich vorbei und bringt dich zum Rennen. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du ein kleiner, süßer Kontrollfreak bist? Bis später. Ach, und falls es zu kalt ist, einfach die Heizung hochdrehen. Auch noch ein? Nee, danke. Ich habe schon so viel Macker-Intros. Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit meiner Lebenskraft. Oh, das ist aber nicht gerade schmeichelhaft für eure Beziehung. Naja, wenigstens ist Helena die perfekte Krankenschwester. Jessica, jetzt halt meinen Ball flach. Ich finde, Helena hat die ganze Situation sehr souverän weggesteckt. Sehr gut. Ich werde diese Nacht auf jeden Fall nicht vergessen. Ich auch nicht. Vor allem dein Märchen. Ich wollte mir das eben noch mal durchlesen, aber ich kann es nirgendwo finden. Hast du heute nicht richtig geguckt? Boah, ich bin mir sicher, dass ich das ganze Buch durchforstet habe, aber falls du es mir zeigen willst. Habe ich mir dieses Märchen halt ausgedacht. Ist das neuerdings ein Verbrechen? Gefrierbrand im Hirn oder was? Nein. Sebastian, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ich weiß.
eine Weile ohne Papa auskommen. Aber das kriegen wir hin, oder? Weißt du, manchmal ist das so, da muss man kämpfen, wenn man ein Ziel hat. Und die Papas von heute verstehen das nicht immer. Und ich kann wirklich noch heute einen Termin für so einen Test bekommen? Ja, ich bin noch dran. Das passt mir gut. Ich komme dann später vorbei. Frau Spring, das geht in die Post. Elisabeth, was soll das? Frau Kaiser ist krank. Da habe ich Frau Stiel gebeten, dass sie sich um den Empfang kümmert. Haben Sie damit ein Problem? Halt dich aus meiner Ehe raus. Wie bitte? Dass du dich hier einnistest wie eine Zecke, das ist eklig genug, aber dass du meine Ehe missbrauchst. Tanja, wenn Sie sich beruhigt haben, dann können Sie mir gerne erklären, was ich verbrochen habe. Du hast mich hinter meinem Rücken bei Sebastian angeschwärzt. Glaubst du, der erzählt mir das nicht? Möchte jemand Kaffee, Espresso, Cappuccino, Latte, Crema oder vielleicht einen Tee? Kamillentee ist gut für die Nerven. Warum sollte ich das tun? Wahrscheinlich, weil du dich dann so sauber und moralisch überlegen fühlen kannst. Wie kommt Sebastian überhaupt auf sowas? Vermutlich, weil du die Mail unterschrieben hast. Also doch. Ich wusste es. Mein Mail-Account war geöffnet, obwohl ich mir sicher war, dass ich gar nicht am Rechner gewesen bin. Tolle Ausrede. Wer sonst hat Interesse, meine Ehe zu ruinieren? Einige, Tanja. Einige. Der Termin ist heute Nachmittag. Dann hast du wenigstens Gewissheit. Ja, also ganz überzeugt wirkst du nicht. Tristan wäre bestimmt ein wunderbarer Vater. Sag mal, was genau ist während meiner Abwesenheit mit meinem Bruder passiert? Waren da Aliens im Spiel? Hinter seiner zynischen Fassade ist Tristan der liebevollste und barmherzigste Mensch, den ich kenne. Und er liebt dich. Ja. Aber? Ich spüre nichts. Das kommt vielleicht noch. Woher weiß ich das denn? Und selbst wenn dieser Test ergeben würde, dass Tristan der Vater ist, wer sagt mir, dass diese Gefühle dann plötzlich da sind? Lass dich von niemandem unter Druck setzen. Jeder glaubt zu wissen, wie eine Frau sich fühlen muss, wenn sie schwanger ist. Dabei gibt es bestimmt viele werdende Mütter, die Angst haben oder unsicher sind. Aber keiner redet darüber. Ja, bei keinem anderen Thema wird so viel beschönigt und gelogen. Du hast dein Trauma noch nicht mal verarbeitet. Gib dir mehr Zeit. Ich habe keine Zeit. Rebecca, für den Schwangerschaftsabbruch gibt es eine Frist und die läuft aus. Wenn ich doch nur irgendetwas fühlen würde. Du brauchst nicht auf mich warten, es kann dauern. Ich nehme mir für die Rückfahrt ein Taxi. Ich habe Helena versprochen, ich warte, bis du im Besprechungsraum bist. Bei dir weiß man ja nie. Aber wo wir schon mal alleine sind, was ist denn da gestern gelaufen, hä? Nicht, was du denkst. Das will ich dir auch raten. Wenn du Helena nämlich betrügst, dann kriegst du es mit mir zu tun. Nein, wir haben uns nur gegenseitig gewärmt, okay? Ohne Klamotten? Ja. Entschuldigung, würden Sie das glauben? 2 junge Menschen nackt im Wald in so einer Hütte? Andi, da war nichts. Na, dann wollen wir ihm das mal glauben, oder? Ja, Respekt. Mein Bruder hat der Versuchung widerstanden. Dann war sie deswegen wahrscheinlich auch so sauer, oder? Das macht sie bestimmt wahnsinnig. Nee, das hat sie eigentlich ganz locker weggesteckt. Sag mal, du kennst Jessica doch schon länger. Hast du sie öfter mal lesen sehen? Wie kommst du denn jetzt darauf? Nur so. Ja,
Ja, vielleicht mal die Glanz und Gloria, aber da guckt die sich auch nur die Bilder an. Herzlich willkommen. Hey. Hey, Clarissa. Können wir uns zu dir setzen? Klar. Was darf ich Ihnen bringen? Frühstück für die Kinder, oder? Ja. Für die Kinder. Müsstet ihr nicht in der Schule sein? Wir haben gerade Freistunde. Habt ihr euer Sündenregister für dieses Jahr nicht schon längst überschritten? Naja, wir wollten eigentlich nur was kurz mit dir besprechen. Wir waren gerade eben bei Line Claris Lahnstein und haben da erfahren, dass du da jetzt nicht mehr das Sagen hast. Und Elisabeth von Lahnstein wollte uns nicht sagen, warum, aber wir beide sind uns sicher, dass Tanja dich erpresst hat. Sie hat dir gedroht, uns anzuzeigen, wenn du deine Anteile nicht überschreibst. Seid ihr jetzt unter die Detektive gegangen? Wir wissen, dass es so gelaufen ist. Leugnen ist zwecklos. Wenn wir dich nicht besser kennen würden, dann... Was? Naja, dann hätten wir geglaubt, dass... Dann hätten wir geglaubt, dass du das ganz uneigennützig und nur für uns getan hast. Seid froh, dass die Sache vorbei ist. Wenn ihr das nächste Mal irgendwelche Probleme habt, egal was, dann kommt sofort zu mir, weil ihr wieder irgendwelchen Mist baut. Kapiert? Kapiert. Kapiert. So, und jetzt frühstücken wir. So, zweimal ein frischer Saft. Vielen Dank. Das geht aufs Haus. Die sind heute alle Heißgetränke frei. Oh, wenn das so ist, dann verbringe ich öfter mal eine Nacht im Wald. Das hätte ich mir ja denken können, dass sich das auf blöde Idee bringt. Oh, hat die Schwester Andi abhauen lassen? Nee, er hat mich hier abgesetzt. Wie ist dein Knöchel? Ja, verstaucht, wie ich gesagt habe. Warum habe ich eigentlich Medizin studiert, wenn mir eh keiner was glaubt? Hm? Weil du es liebst, Menschen Schmerzen zuzufügen. Machst du mir mal bitte einen Kaffee, du Sprücheklopfer? Natürlich. Möchtest du auch noch was trinken? Danke, aber ich muss los. Ich soll noch am Empfang aushelfen. Schade. Obwohl, eigentlich können die ruhig nur eine halbe Stunde auf mich warten, oder? Schließlich ist heute mein freier Tag eigentlich. Ich wollte dich nämlich noch was fragen wegen gestern. Das mit dem Märchen, das geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. So, bitteschön. Danke. Wie gesagt, ich hab's mir ausgedacht. Erwischt. Das ist echt eine gute Fantasie. Aber warum hast du das gemacht? Da stand nur genug Märchen drin. Es war viel zu dunkel zum Lesen. Können wir jetzt vielleicht mal das Thema wechseln? Das nervt langsam. Was steht denn da hinten auf dem Schild? Sag mal, denkst du wirklich, ich bin so bescheuert, dass ich nicht lesen kann? Quatsch, es gibt einfach viele Leute, die ein Problem haben. Ich aber nicht. Ja, ich wollte dich jetzt nicht beleidigen. Meinst du, ich hätte diesen Job bei Lahnsteins, wenn ich zu dem nicht zum Lesen und Schreiben wäre? Übrigens, auf dem Schild steht schon seit Ewigkeiten Happy Hour. Netter Versuch. Naja, wenigstens kennst du den potenziellen Vater. Wie bitte? Tristan oder dieser Dreckskerl. Stimmt, hätte auch schlimmer kommen können. Zum Beispiel, wenn ich von der ganzen Fußballmannschaft vergewaltigt worden wäre. Was, der Torwart oder doch einer aus dem Mittelfeld? Oder der kleine, freche Stürmer? Es tut mir leid, ich war abgelenkt. Kannst du es dir vorstellen? Ein Baby mit Tristan? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Aber bei euch ist alles in Ordnung, oder? Du hast doch 2 Kinder. Und du liebst sie. So sehr, dass es mir manchmal Angst macht. War das denn von Anfang an so? Hast du diese intensive Bindung schon während der Schwangerschaft gespürt? Bei Emma schon. Auch weil Sebastian sich so gefreut hat. Und bei Hannes? Ich wollte ihn nicht. Auch wenn ich es mir heute nicht mehr vorstellen kann. Ansgar hat mich damals gezwungen, ihn auszutragen. Ach, ich erspare dir die Einzelheiten. Aber weißt du, als er dann in meinen Armen lag, da war alles sofort vergessen. Jeder Zweifel und meine ganze Wut auf Ansgar.
Ja. Lassen Sie uns eine kurze Pause machen, Anna. In Ordnung. 10 Minuten hier? Gut, gerne. Ich will dich nicht lange aufhalten. Ich wollte dich nur was fragen. Marlene und ich, wir haben uns unterhalten und ich habe sie überzeugt, einen Vaterschaftstest zu machen. Ja, ich weiß. Naja, ich dachte, vielleicht ist das jetzt gerade genau das Richtige für uns und wir gründen eine Familie. Und was genau ist jetzt die Frage? Du wartest jetzt erstmal das Testergebnis ab. Und wenn das Baby von Tristan ist, dann werden deine Hormone den Rest von selber erledigen. Entschuldigung. Ist das Sebastian? Sebastian, was gibt's? Was heißt hier, was gibt's? Ich mach mir Sorgen, Tanja, verstehst du das nicht? Um dich und um Emma. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Emma und mir geht's bestens. Ihr habt euch doch in letzter Zeit öfter unterhalten. Wie siehst du die ganze Sache denn? Dass du Marlene mit deinen Hoffnungen nicht überfordern darfst. Wieso, hat sie irgendwas gesagt? Das muss sie gar nicht. Ich sehe doch, wie du dich in den Traum vom Familienidyll reinsteigerst. Tu euch beiden den Gefallen und schalt einen Gang runter. Okay? Sebastian, du hast keine kleine Hausfrau geheiratet. Natürlich verteidige ich mich gegen Clarissa. Aber vor allem verteidige ich unsere Familie. Clarissa will nur ein paar Dinge zurückhaben, die du ihr weggenommen hast. Zum Beispiel ihre Firma. Es ist nicht mehr ihre Firma. Sie war tot. Sag mal, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Auf unserer. Komisch, ich sehe dich gar nicht. Weißt du was? Bleib einfach in Neuseeland. Emma und ich kommen ganz gut ohne dich klar. Emma! Du! Pass doch auf! Ist okay. Diese kleinen Scheißer mit ihren Fahrrädern. Ich würde sie am liebsten anzeigen. Soll ich sie vielleicht mal einen Moment nehmen? Nein. Ach Mensch, wie konnte denn das passieren? Ich hätte besser aufpassen müssen. Naja, wahrscheinlich haben sich die Bremsen irgendwie gelockert. Das war ein blöder Zufall. Weißt du, wer schuld ist? Clarissa. Wegen ihr habe ich mich mit Sebastian gestritten und nicht gesehen, dass der Wagen weggerollt ist. Mach dich bitte selber nicht so fertig. Es ist ja nichts passiert, okay? Ich habe meine Tochter in Gefahr gebracht. Das ist passiert. Aber guck mal, sie wird doch schon wieder ganz ruhig. Die hat gar nicht mitbekommen, was passiert ist. Weißt du, mit Sebastian und mir war alles perfekt. Er wollte nicht, dass ich mich für ihn ändere. Er hat mich einfach so geliebt, wie ich bin. Und das tut er immer noch. Alles, was er wollte, war eine kleine Auszeit. Und du hast selbst gesagt, dass es nicht gut ist, wenn man in einer Beziehung die ganze Zeit aufeinander hockt. Ja, wenn es einmal anfängt zu kriseln, hört es nicht mehr auf. Und wer ist schuld, Clarissa? Glaubst du das wirklich, oder? Ach, bevor sie von den Toten aufgestanden ist, war meine kleine Welt perfekt. Linie LCL lief und meine Ehe mit Sebastian war fast peinlich glücklich. Tanja, diese Frau ist nicht der Dreh- und Angelpunkt deines Lebens. Im Augenblick schon. Hör auf damit, bitte, bevor es wirklich zu spät ist. Ach. Was hast du denn dann jetzt vor? Ich meine, für die Rente bist du noch ein bisschen zu jung. Na, erstmal bin ich ja noch Teil der Firma. Selbst Tanja ist bewusst, dass sie mich noch als Aushängeschild braucht. Aber irgendwann gehst du doch die Wände hoch, wenn du nichts zu sagen hast. Ja, irgendwann werde ich schon die Firma wieder selbst leiten. Und bis dahin mache ich mir die Zeit so amüsant wie möglich. Und ich werde ein Auge auf euch haben. Nicht, dass ihr mir noch eine Bank überfallt. Und wenn, dann informiert mich wenigstens vorher. Naja, eigentlich haben wir gedacht, dass wir jetzt die ganze Entführungsnummer richtig groß aufziehen. So mit Millionen Lösegeldbeträgen und so, ne? Mhm, aber den Bauchschutz lassen wir bitte in Zukunft weg, weil einer reicht mir. Für was wart ihr denn jetzt? Naja, du bewahrst mich vor einer Verbrecherkarriere. Finde ich echt nett von dir. Ansonsten müsste ich Timo ja im Knast besuchen. Jetzt hört mal auf damit, sonst werde ich noch ganz sentimental. Bis gleich. Wie süß, die Kleine. Armes Scheidungskind.
Naja, meine Schrift ist ja auch nicht so toll. Vielleicht hat sie einfach nicht so richtig hingeguckt. Nee, es passt schon alles zusammen. Das mit dem Märchen gestern, dann ihre heftige Reaktion heute. Wenn ich drüber nachdenke, sie guckt schon ab und zu mal in Zeitschriften, aber immer nur in die mit vielen Fotos. Ja, aber eine Lese- und Rechtschreibschwäche bedeutet ja nicht, dass man nichts entziffern kann. Das heißt lediglich, dass man langsamer und fehlerhafter liest als andere. Trotzdem, was das für ein Stress für sie sein muss. Auf der Arbeit immer zu verstecken, was eigentlich los ist. Da sind ein paar Briefe drauf, die müssen heute noch raus. Ich soll die tippen? Sehen Sie hier noch jemanden anders? Sie ist Ihre Assistentin. Wie ich Kim einsetze, müssen Sie schon mir überlassen. An die Arbeit. Viel Spaß, Jessie. Du, ich hätte gar nicht davon anfangen sollen. Wovon hättest du nicht anfangen sollen? Wie es aussieht, hat Daniel gerade bei seinem Radiologen mal wieder total den Klugscheißer raushängen lassen. Und was haben die Untersuchungen ergeben? Ja, dass ich eine Verstauchung habe, so wie ich es gesagt habe. Sehr gut. Dann ist euer nächtliches Abenteuer ja auch hoffentlich bald vergessen. Auch wenn mich Jessica ewig damit nerven wird. Machst du mir einen Kaffee? Ja, klar, nicht, dass deine Körpertemperatur sinkt. Wir können uns auch ausziehen. Aneinander heben. Mensch, Jessie Maus, jetzt reiß dich doch mal zusammen. So schwer ist es doch nicht. Lies weiter. Der Schmettinger fegt über die Wiese. Der Schmetterling fliegt über die Wiese. Weiter, Jessica. Die Blumen? Die Blumen. Du blödes Stück, jetzt reiß dich zusammen. Sag mal, sind Sie bald fertig? Das System ist heute total langsam. Ich habe schon die Jungs aus der EDV angerufen. Sehr merkwürdig, mir gar nicht aufgefallen. Hatten ja wahrscheinlich auch den ganzen Tag was anderes als hier rumzutippen, oder? Wie auch immer. Damit geht's weiter. Und jetzt mal hopp, hopp. Hey, Jessica. Ich hab dir das mitgebracht für deine Pause. Olli meinte, du stehst so auf diese Frischkäse-Bagels. Ja, und wegen vorhin wollte ich mich noch mal entschuldigen. Es war nicht fair von mir, dich einfach mit dem Thema so zu überrumpeln. Du meinst diesen schlechten Joke, dass ich nicht lesen und schreiben kann? Ja, ich würde ja wirklich sehr gern mit dir darüber quatschen, aber ich muss leider diese Briefe zu Ende schreiben. Oh, stimmt ja. Das kann ich ja gar nicht. Vergiss deine Kalorienbombe nicht. Ich kann auch gar nicht glauben, dass der Albtraum jetzt vorbei ist. Tja, ist er aber. In an hour I will go where I've never So, der Papa wird's nicht verstehen, aber es geht nicht anders. Ab jetzt gibt's nur noch uns beide und deinen Bruder, meine Kleine. Irgendwie schade. Ich wollte schon immer mal sagen, nö, heute kann ich nicht. Da besuche ich meine Freunde im Knast. Hey, keiner geht in den Knast, keiner wird abgeschoben. Tanja von Latschen hat uns nicht angezeigt. Und jetzt pst, okay. Machen Sie bitte den Mund auf, ich möchte Ihnen eine Speichelprobe entnehmen. every man for himself, every child alone. Entschuldigen Sie, Gräfin, der Herr meint, Sie erwarten seinen Besuch. Kommissar Helmke, schön, dass Sie sich so schnell Zeit genommen haben. Ich hatte am Telefon den Eindruck, dass es dringend ist.
Ja. Setzen Sie sich doch. Es ist so, ich möchte eine Entführung anzeigen. Sie glauben gar nicht, wie froh ich über die moderne Medizin bin. Ach ja? Naja, die meisten Männer sind wahrscheinlich froh, wenn sie nach dem Test vom Haken sind, aber bei mir ist das anders. Ich freue mich darauf, weiter zu werden. Du machst das super. Papa ist stolz auf dich. Ich kann mein Leben ohne euch gar nicht mehr vorstellen. Wenn du mich damals nicht zu diesem Test überredet hättest. Ich wusste, dass wir eine Familie werden. Du meinst, ich sollte öfter auf dich hören? Vielleicht. Was ist da los? To